And there's nobody out there lucky like I am. There's nobody out there that can say my name. And nobody. Willkommen in meinem Atelier. Heute mit einem Easy Do-It-Yourself-Projekt. Ich zeige dir, wie du dieses süße Erdbeerdesign Berry Kiss auf ein Bio-Baumwoll-Fairtrade-Mäppchen malen kannst. You've been trying. Nimm dir einfach eine kleine kreative Auszeit. Für dieses Do-It-Yourself-Projekt verwende ich meine schön nachhaltige Do-It-Yourself Artbox in der Summer Edition Berry Kiss. Alles, was du für dieses Projekt brauchst, habe ich mit Liebe für dich in die Box gepackt. Das Berry Kiss Motiv zum Ausschneiden deiner Schablonen, eine Step-by-Step-Anleitung mit allen Details und Tipps und Tricks, Textilmarker in den Berry Kiss Farben, ein Stück Stoff zum Ausprobieren der Farben und diese wundervolle rosa Hintergrundfarbe, abgefüllte Textilfarbe in einem kleinen Marmeladengläschen, passenden Pinsel dazu und den wundervollen Prüm Trickmarker zum Vorzeichnen deines Motivs. Und natürlich gibt es dazu noch einen von mir handgemachten Quastenanhänger aus Baumwollgarn mit einer Holzperle. Und last but not least natürlich das Mäppchen selbst. Ist aus Bio-Baumwolle, Fairtrade, hat eine super Qualität zum Bemalen und du kannst es für tausenderlei Dinge verwenden. Ob du jetzt ein kleines Mädchen bist oder ein großes Mädchen bist, als Federmäppchen, Schlampertasche, Krimskrams-Mäppchentasche, was auch immer und natürlich auch als Kosmetiktäschchen. Ich glaube, für so kleine Beutelchen hat jede von uns immer Verwendung. In der Box findest du auch immer eine Inspirationskollektion, falls du noch andere Projekte machen möchtest. Und du kannst dir alle, auch eben unser Berry Kiss Motiv, dann in meinem Shop mit dem Code, der auf der Inspirationskollektion draufsteht, herunterladen, abzeichnen, ausschneiden als Schablone und als Farbvorlage benutzen. Bei diesem wundervollen Design habe ich mich für zwei Varianten entschieden. Einmal die Erdbeeren mit diesem wunderbar sweetie rosa Hintergrund oder einfach dieser Natural Vibe, in dem du einfach das Mäppchen mit diesem wundervollen Naturton einfach belässt. Im Video zeige ich dir als erstes die Variante mit dem rosa Hintergrund und später gebe ich dir noch ein paar Tipps für die andere Variante. Jetzt geht's ans Umsetzen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Projekt. Für die Schablone schneide jetzt als erstes eine ganze Erdbeere aus der Schwarz-Weiß-Skizze aus. Schwierige Worte. Jetzt kommt der Magic Pen zum Einsatz. Ich nenne ihn liebevoll so, denn der Prüm Trickmarker ist einfach genial. Du kannst etwas vorzeichnen, musst keine Angst haben, dass du was falsch machst, denn am Ende verschwindet er entweder unter den Farben oder du kannst ihn wegtupfen. Positioniere die Erdbeere auf dem Mäppchen und dann hältst du sie mit einem Finger, mit dem Zeigefinger der linken Hand fest oder umgekehrt, wenn du Linkshänder bist, und umfährst dann die Erdbeere als Ganzes. Das wiederholst du dann so oft, bis du so viele Erdbeeren drauf hast wie auf meinem Designentwurf oder, wenn du sie anders anordnen willst, einfach nach deinem Geschmack. Schneide jetzt das Blattwerk von der Erdbeere ab und benutzt dies wiederum als Schablone. Legst einfach auf jede einzelne Erdbeere drauf, die du schon abgezeichnet hast und umfahr dann nochmal das Grünzeug.
Nächstes zeichnen wir uns diese kleinen Kernchen an. Ich habe sie jetzt in meinem Entwurf so als kleine Herzchen angedacht und deswegen mache ich mir einfach so Markierungen, die nachher letztlich aussehen wie kleine Dreiecke, die wir nachher freilassen beim Ausmalen und aus denen wir dann mit so einem kleinen Strich nachher ein Herzchen zaubern können oder viele Herzchen in dem Fall. There's nobody out there, Oh, da ist mir einmal Grünzeug durch die Lappen gegangen. out there like it, like we are. Wie du siehst, mache ich einfach von rechts nach links in der Reihe runter, freie Hand, 4, 3, 2 von diesen kleinen Dreiecken. You've been trying all along, but I got you on time, so we better wake up. 'Cause there's nobody out there like it, like I am. There's nobody. Wenn du möchtest, dass dein Muster total gleichmäßig ist, dann schneidest du dir jetzt die kleine Blume aus meinem Entwurf aus und machst daraus auch eine Schablone und verteilst sie je nachdem rundherum und malst sie auch einfach mit dem Trickmarker vor. Guess we're lucky. Wenn es dir mehr Spaß macht und du nicht willst, dass es gleichmäßig aussieht, kannst du natürlich die Blümchen einfach auch so dazwischen zaubern, freihand. We're so free. Wunderbar, die Vorzeichnung, die ist schon mal drauf. Jetzt, finde ich, haben wir uns eine kleine Tee- oder Kaffeepause verdient und dann geht's ans Ausmalen. Bevor du das Mäppchen anmalst, kannst du gerne nochmal die Textilfarben auf dem kleinen Stückchen Stoff antesten. Das mache ich jetzt nicht. Like it, like I am. There's nobody out there that can. Fang mit dem Grünzeug an und mal ein Grünzeug nach dem anderen und dreh das Mäppchen einfach immer so, dass du nicht mit dem Handrücken was verschmierst oder leg dir ein kleines gefaltetes Stück Küchenpapier unter. Und vergiss nicht, ich habe total viel Spaß beim Ausmalen. Es kann gar nichts schief gehen, selbst wenn du mal deine Vorzeichenlinie nicht triffst oder daneben malst. Es wird wunderbar aussehen und die Trickmarkerlinien, die verschwinden sowieso nach ein paar Tagen. Guess we're lucky. We're so free. Ich habe mir gerade überlegt, dass es ganz gut wäre, bevor wir dann mit dem Rot weitermalen, dass wir diese kleinen Haken nochmal mit dem Magic Pen zu kleinen Dreiecken machen, also einfach noch einen Strich dazu, damit wir dann beim Ausmalen wirklich diese Stellen freien lassen werden. Leg dir aber auf alle Fälle unter deinen Handrücken ein Stück gefaltetes Küchenpapier unter, damit du bloß nichts verschmierst von all dem, was du gerade schon so schön ausgemalt hast. Skizziere dir auch noch was Nettes Kleines auf den Reißverschlussschieber und fang schon mal an, mit Grün auszumalen. Bevor du jetzt mit Rot weitermalst, würde ich dir empfehlen, es ein paar Stunden trocknen zu lassen, auch nochmal zu überprüfen, einfach mit deinen Fingern. Ich habe es einfach über Nacht liegen lassen. Like it, like I am. There's nobody out there. Wenn alles gut trocken ist, dann malst du jetzt weiter mit dem Rot. Erst die Outline und dann die Fläche. Und achte wirklich drauf, dass du diese kleinen Dreiecke aussparst, also am äußeren Rand der Vorzeichnung mit der roten Farbe ausmalen. Denn die Farbe fließt meistens noch ein bisschen rein und wir wollen ja, dass diese kleinen Dreieckchen, die nachher Herzchen werden, auch wirklich noch sichtbar sind und nicht komplett verschwinden. Leg dir auf alle Fälle ein gefaltetes Küchenpapier unter deinen Handrücken, damit du nichts verschmierst, und dreh das Mäppchen so lange, bis du alle Erdbeeren ausgemalt hast. I've been walking down the line and Jetzt sind die kleinen Blümchen dran, das ist ganz einfach. Da setzt du einfach in jedes Blümchen in der Mitte einen roten Tupfen rein. I got you on time, so we better wake up. 'Cause there's Jetzt kommt wirklich ein besonderer Ausmalspaß und zwar malen wir diesen wundervollen, süßen, rosa Hintergrund mit unserem Pinsel, bisschen Wasser und einer Textilfarbe. Weil man wirklich nur ein paar Spritzer braucht, habe ich euch aus Nachhaltigkeitsgründen ein bisschen was von der Farbe in kleine Marmeladengläschen gefüllt.
Beim Ausmalen des Hintergrunds habe ich ganz bewusst die Farbe nicht bis zu den Erdbeeren gemalt, sondern ein bisschen was von dem naturfarbenen Mäppchen durchscheinen lassen. Ich finde, es sieht besonders schön aus. Nimm dir am besten noch ein Schälchen zur Hand, das schwenkst du einmal mit Wasser aus und dann wässerst du auch einmal den Pinsel, tust ihn dann aber abtupfen und dann gibst du ein ganz bisschen Farbe aus deinem Gläschen mit in das Schälchen und dann geht schon los. Musst einfach ein bisschen ausprobieren, ob es viel Wasser oder wenig Wasser ist. Das kannst du ja auch einmal auf deinem kleinen Extrastoffstückchen ausprobieren, damit du so ein Gefühl dafür bekommst. Sei einfach mutig und probier dich aus. Und nicht vergessen, bisschen Platz um die Erdbeeren lassen und die kleinen Blümchen schön umranden. Wenn die Farbe aus ist, dann mischst du dir einfach was Neues. Schau, dass das Mischungsverhältnis das gleiche ist. Und wenn der Ton nicht genauso ist oder ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler, macht es auch nichts. Ich finde, das macht es ja aus, dass das so ein Handmade-Teil ist. Das ist wie beim Wasserfarbenmalen und ich finde das eigentlich total spannend. Wenn du dein Mäppchen hochhebst, dann kannst du bis zu dem unteren Rand malen. Jetzt noch ein bisschen rosa an den Schieber und dann sind wir schon fertig. Du erinnerst dich sicher, dass ich gesagt habe, wir machen kleine Herzchen aus den Dreiecken. Nimm dir da einfach, wenn alles trocken ist, nochmal den roten Stift zur Hand. Mach jetzt einfach an dem oberen Rand des Dreiecks einen kleinen Punkt in der Mitte und dann wird aus dem Dreieck ein süßes kleines Herz. Jetzt mache ich dir noch schnell einen passenden kleinen Quastenanhänger dazu. Wickel, wickel, schnippel, schnippel und schon ist er fertig. Und noch einen kleinen rosa. Jetzt noch eine Perle dran und dann ist er fertig, der Quastenanhänger. Was sagst du? Das hat doch voll Spaß gemacht. Das ist wirklich ein simples DIY-Projekt, echt easy für klein und groß und trotzdem sieht es einfach so süß aus und macht so viel Spaß. Wie versprochen zeige ich dir jetzt noch, was du bei der anderen Variante mit dem naturfarbenen Hintergrund beachten kannst, damit es genauso schön wird. Bei der Variante mit dem naturfarbenen Hintergrund, da kommt der weiße Textilmarker mit ins Spiel. Da es sonst zu wenig Kontrast hat, malen wir da die Herzen und auch die Blümchen in weiß. Und das machen wir in einer bestimmten Reihenfolge. Ich habe es hier nur mal ausprobiert, um es euch zu zeigen. Das ist also mein Tipp. Wir malen zuerst das Grünzeug und dann malen wir die weißen Herzen aus und die weißen Blümchen aus. Wichtig ist, dass du den weißen Textilstift erst ordentlich schüttelst und dann auf deinem Extrastück Stoff gut mit der Farbe pumpst sozusagen und ihn dann verwendest. Probieren auch einmal kurz mit dem Handling aus auf dem Stück Extrastoff und dann gehst du ans Mäppchen.
Wie du sehen kannst, habe ich zuerst die ganzen Blümchen ausgemalt und dann habe ich aber gemerkt, dass es auch reicht, wenn man quasi kleine Kreise aneinander fügt und in der Mitte, wo man nachher den roten Tupfer einfügt, das einfach frei lässt. Ich glaube, dass das besser ist. Aber so oder so sieht es gut aus. Beim Ausmalen von dem Grün und von dem Weiß gilt natürlich wieder, ein Stückchen Küchenpapier unterlegen unter den Handrücken, damit du nichts verschmierst. Und beim Ausmalen des Mäppchen immer einfach drehen und drehen, solange bis du von allen Seiten fertig bist. Ganz wichtig ist auch, wenn du Grün und Weiß fertig hast, dann lass das Ganze ein paar Stunden trocknen. Ich habe es einfach wieder über Nacht liegen gelassen und bin dann erst mit dem Rot dran gegangen. Wenn du mit dem roten Stift deine weißen Herzen umrandest, dann lass ein bisschen Platz, mach's großzügig, kleiner machen kannst du sie immer noch. Aber ich finde eigentlich bei der Variante, wo die Herzen weiß sind, sieht es total süß aus, dass sie ein bisschen größer sind. Berry Kiss. Ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich die eine oder die andere Variante schöner finde. Ich bin so oder so total verliebt in dieses Design. Ach, und übrigens, wenn du immer noch kreative Laune hast und einfach weitermachen möchtest, dann dreh dein Mäppchen doch einfach um und bemal die Rückseite. Nimm den Pinsel und mal noch ein paar rosa Streifen drauf oder mach eine Kombi zwischen Schrift und Streifen oder umrande deine Schrift oder mal rosa Schrift drunter und mit roter Schrift drauf. Very Berry Kiss, Knutschmund. Mach einfach das, wonach dir der Sinn steht. Und hab einfach Spaß dabei. Bin schon total gespannt, was ich dann so von euch zu sehen bekomme. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß bei diesem kleinen DIY-Projekt gehabt wie ich. Damit du forever Spaß hast mit deinem selbst bemalten Mäppchen, musst du jetzt noch die Farben fixieren. Das kannst du machen, indem du dein Mäppchen bügelst. Mehr Details dazu findest du noch auf meiner Step-by-Step-Anleitung in deiner Box. Wow, das Ganze hat so viel Spaß gemacht und ist es nicht einfach so eine große Freude, dass das ganze DIY-Projekt auch noch umweltfreundlich ist. There's nobody out there like you like I am. There's nobody out there that can say my name. And nobody out there like you like we are, like we are. Ich freue mich wie immer riesig über eure Kommentare, schickt mir Fotos und teilt euer Kunstwerk mit dem Hashtag CrazyCreativeDIY. You've been trying all along, but I got you on time. So we Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt und ansonsten bis zum nächsten Mal bei mir im Atelier. Bleibt gesund und kreativ und ein bisschen crazy natürlich auch. Du willst mehr über mich und meine nachhaltigen Produkte wissen, dann schau einfach mal vorbei in meinem Shop und lass dich inspirieren. were so lucky. Vielleicht suchst du ja auch ein nachhaltiges, kreatives Geschenk für eine deiner liebsten Freundinnen. Guess we're lucky. We're so free. Und bitte, wenn ihr Spaß habt, Daumen hoch und meinen Kanal abonnieren. Weiter sagen, was für tolle Sachen ich mache.